Oh, Restaurant. Wir dürfen gleich essen gehen. Ja, ich weiß. Sehr gut. Ich habe Hunger. Was sagst du dazu? Was ist dein Gefühl? Sehr modern, sehr anders, total anders. Aber das ist nicht vergleichbar bis jetzt mit Ressorts Ägypten. Ägypten ist Hollywood. Meinst du? Ja. Größe? Nee, ja, in Größe. Ja. Das ist mehr Hotel. Aber okay, wir checken alles aus. Perfekt. Es geht los. Ich bin so ein bisschen gemischt mit den Gefühlen, alles. Ja, ein bisschen auch Trauer, Nee, ja. Enttäuschung oder wie? Nein, ist einfach anders. Ist einfach anders. Es ist nicht Ägypten. Ägypten ist Paradies, da bin ich meiner Meinung bis jetzt. Ja, die Weite auch, ne? Alles. Ja. Mit Hotelanlagen, alles Paradies. Warte. Komm. Ich gucke noch mal ganz kurz. Irgendjemand hat die Karte mit der Zimmernummer. So, reinspazieren. Da bin ich neugierig gespannt, wie das aussieht. Ich auch. Okay, sieht aber sauber. Ja. Sehr sauber. Das ist dieses Apartment. Nein, ja. Ist aber kalt hier. Sehr kalt. Oh. Nee, Lucy, du bist hier. Nein, Roman und ich brauchen ein Doppelbett. Du schläfst nicht. Hast du gesehen? Du stehst hier. Sag mal. Okay. Blick zum Meer. Muss man hier auch irgendwas betätigen? Ah, gut. Komm. Windig hier. Ja, wir sind ganz weit oben, ne? Okay. Das ist so wie Hotel, kein Resort. Natürlich Nein, ist ein Hotel. ganz anders. Ich habe das irgendwie ein bisschen erwartet, dass das so eng wird und jeder Hotel baut sich so, kämpft um jeder Meter sozusagen hier. Oder? Am besten auch, oder? Aber kalt, ne? Jetzt schon. Es sieht wie ein bisschen. Ehrlich? Weißt du was, Gute? Im Schiff. Auf dem Schiff, ne? Weil die Decke sind niedrig. Direkt? Ja. Ja? Ja. Okay. Hier ist kalt. Aber es ist schön. Wir sind hier. Da war ich richtig verwöhnt in Ägypten, wenn ich so sehe. Aber okay, Zimmer sehr schön, muss ich sagen, ne? Ah, guck mal, hier ist noch ein Mini-Balkon. Okay, lass uns die Schlafzimmer sehen. Okay, Telefon, Fernseher. Was für ein Blick ist da? Pool. Oh, ist auch schön. Süß. Oh, sag mal, man sieht den Pool auch, ne? Ist der von unserem Hotel? Ja, ne? Oh, hier ist kalt. Okay, mach mal den Schrank auf. Aber das Bett ist so hoch, ne? Ja, die Matratzen sind. Ja, guck mal, wie hoch. Ich fühle mich wie in einem Krankenhaus. Sag mal den Schrank hier. Okay. Okay, der Safe ist da. Weiter. Der Blick hier, okay, an die Seite. Kleiner Balkon. Können wir die Klimaanlage ausmachen? Das ist Ja, so kalt. lass uns Heizung machen. Ist kalt hier. Oh, kleiner Schrank. Der ist so ein bisschen. Hat was, schön. Gemütlich, ne? Gemütlich. Was glaubt ihr? Kleine Küche. Was haben wir da? Okay, ein Wasser ist da. Ja, ein paar Sachen zu kochen, aber das mussten wir nicht. Ein paar Gläser. Und hier, okay. Lass mich auch mal kurz Badezimmer filmen. Ja, sauber, schöne Fliesen, Dusche. Aber schon dekoriert. Ja, es sieht nicht schlecht aus. Alles neu. Man sieht, dass es alles wurde renoviert.
Also, ich habe einen Code eingegeben. Man gibt die Karte ein, sucht sich einen Code aus und dann verschließt er sich. Ich habe den natürlich jetzt schon geschlossen. Und jetzt schließe ich den wieder. 1, 9, 7, 1. So, jetzt ist er geschlossen. Ich nehme die Karte mit. Alles ist supi-dupi. Alles ist geschlossen. Jetzt Perfekt. mache ich ihn wieder auf. Tada! Und wir können unsere Papiere da rein tun. Okay? Okay, sieht gut aus. Welche Nummer haben wir? Ich habe vergessen. 3512. 3512, okay. Naja, mein Eindruck jetzt bis jetzt richtig hotelmäßig. Ne? Was ich dir gesagt habe, habe ich das kein Gefühl von Resort oder Das ist etwas. auch kein Resort. Nee. Das hat auch keiner gesagt, dass es ein Resort Ich habe gedacht, dass es ein bisschen urlaubmäßig ist, aber für mich ist so ein bisschen Hotel, 4-Sterne-Hotel sozusagen, würde ich sagen. Die ist sauber, schön, modern. Okay. Oh, ist kalt hier. Kalt. Weißt du was? Durch die Diesel wahrscheinlich. Wir haben Hunger. Christiane hat schon gemeckert. Ja. Die wollte uns alle erschießen mit ihrer schlechten Laune. Hallo, ich habe keine schlechte Laune. Ich habe einfach nur Hunger. Okay. Aber das kann man auch gut verstehen. Guck mal. Oh, wie schön. Alles geschlossen. Hier sehen wir das Restaurant. Hier, auf die Seite. Und gar nicht so viele Leute, wie schön. Ja, das ist aber gut. Ich habe Hunger jetzt auch. Dank dir. Musst du wieder selber hauen oder bringen sie irgendwas zu uns? Nee, ich glaube, wir müssen. Aber nee, es ist eine Bedienung, glaube ich. Wir werden sehen. Ja, und nicht, dass man sich dafür was selber macht. Ja, aber abends ist es an Tischbedienung. Okay. Frühstück und Mittag sagt man, was man möchte. Dankeschön. Ich folge einfach euch. Du kannst Vorspeise nehmen. Das sieht gut aus. Was ist das da? Das sieht so lecker aus. Ich nehme eine mit. Eine. Was ist das da? Das ist, Steht immer drauf, Muscheln mit Vinaigrette. hast du so Muschel probiert? Magst du sowas? Ja, das ist ein bisschen wie Hühnchenfleisch, ne? Ah, Möchtest du es probieren? ich probiere eine. Okay. Genau. Ich habe Angst davon zu essen, aber okay, ich probiere es. Was ist das denn? Das ist Endivien mit Käsecreme und Walnüssen. Oliven, sehe ich gerade. Okay. Dass wir das anfassen dürfen, das kann ich nicht verstehen. Ja, interessant, ne? Normalerweise nicht. Okay. Das sieht so gut aus. Was ist das denn? Ja. Man kann das da bestellen. Okay, ich probiere es. Eine. Was ist das denn? Aubergine. Oh, gerne. Ich will auch eine. Was hast du da für dich? Ich habe Aubergine, Karotten, Rindfleisch. Naja, Pommes. Sehr gut. Und du, Lucy, was hast du da? Was hast du? Pommes. Das sieht sehr gut aus. Mit Mandeln? Ja, könnte Vanillemus sein, ne? Ja. Und was ist das denn da drin? Keine Ahnung. Vanillepudding? Nimm wir mit. Lass uns probieren. Ja. Was noch nehmen wir? Wir können uns Gläser gleich mitnehmen. Wir gehen noch einmal rum. Okay, was noch danke. so gibt. Hier gibt es noch Eis. Eis wollen wir nicht. Oder doch? Eis? Nein. Ich auch nicht. Das sieht Was ist das denn? Sieht sehr lecker aus. Komm her. Wie halber oder so? Oder? Ich möchte das Stück haben, ja genau. Oh, der klebt. Lass uns diese braune zusammen probieren nachher beide. 50-50. Einteilen? Ja, ein Teil. Ah, Windbeutel. Möchtest du? Nein. Ich auch nicht. Ich mag keine Wind. Ja, das war's. Okay, ich bin Das bereit. sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Das und das. Guten Morgen.
Guten Morgen Ihnen. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja, sehr gut. Wie war die Nacht bei dem Hotel? Die Nacht war gut. Es war nur ein bisschen sehr kalt hier. Wie kalt? Was meinst du? Wir sind auf der Insel. Hier sollte wärmer ein bisschen sein. Sehr, sehr kalt. Wir haben die Heizung angemacht. Okay. Ja. Wann bist du ins Bett gegangen? Ich kann mich nicht erinnern. Wir mussten bestimmt sehr früh ins Bett sein, weil wir wurden von der Rezeption ins Zimmer geschickt. Ja, wir wollten ein bisschen noch auf der Hotelanlage spazieren gehen, aber nein. Wir dürfen, es ist Ausgangssperre. Man muss um 22 Uhr drin sein. Katastrophal. Wir wollten ein bisschen überhaupt so uns bewegen auf die Hotelgelände sozusagen. Aber wir wurden auch eben von dort weggejagt. Ins Zimmer. Ja. Es fühlt sich wie klein Gefängnis irgendwie. Ja, nicht mal in der Lobby durften wir sein. Das Nein, war nein. unglaublich. Ab ins Bett. Als wir kamen, wie war das bei Anmeldung? Für mich war das nicht ganz komplett klar. Kaum Informationen bekommen. Wir mussten selber nachfragen, man hat keine Broschüre in der Hand bekommen. Man musste selber nachfragen. Ne? Ja, man hat uns auf die Karte, auf die Chipkarte, wo wir einchecken, wie heißt denn das, diese Schüsselkarte, hat man uns geschrieben, wann Frühstück ist, wann Mittag und an 3 Stunden Abendbrot essen, um 18 Uhr, um 19 Uhr und um 20 Uhr. Ne? Und dadurch, dass wir unterwegs sein möchten, haben wir uns für 20 Uhr entschieden und ich hoffe, das war richtig. Weil gestern haben wir auch gegessen um 20 Uhr und das war schon alles ziemlich ausgesucht. Ne? Genau. Mhm. Das heißt, am besten man bekommt die Sachen frisch. Ne? Mhm. Und warm noch. Ja. Genau, es ist ein bisschen komisch, muss ich sagen, diese Situation, dass man hier ab 22 Uhr nicht nach draußen war, so ein bisschen gruselig. Und die sind ganz streng hier in Spanien, finde ich, bis jetzt. Stimmt. Aber okay, wir haben heute bis 8 Uhr geschlafen. Wir waren so müde. Ich hätte gedacht, wir schlafen bis 10. Genau. Wir wollen heute unbedingt was machen. Ein bisschen rausfinden wegen Preisen, ne? Für Autovermietung oder von Jeep oder keine Ahnung. Machen wir eine kleine Runde, weil wir natürlich haben keine Ahnung, wo wir sind. Ne? Wir machen uns erstmal so rundum Genau. eine. Und dann schauen wir, ne? Genau. Christiane macht sie noch ein bisschen fertig. Ja, das muss sein. Lucy pennt noch. So, schauen wir, was macht unsere Kleine. Hier ist die Kleine. Die pennt noch, anscheinend. Da ist, man sieht, auf die Handy ist Alex. Auf die andere Seite. Die haben bestimmt lange gestern noch miteinander gesprochen. Wir haben vor kurzem Frühstück gegessen. Wir sind wieder ins Zimmer gegangen. Da saßen ein paar Deutsche neben uns. Muss ich sagen, dass man hier sehr begrenzt ist mit Freiheit sozusagen als Urlauber. Ich werde euch gerne sagen, was wir gerade erfahren haben am Frühstück. Am Frühstück. Ja, sag mal. Also, gestern war es ja noch so, dass wir um kurz vor 22 Uhr aus der Bar quasi geschmissen wurden. So, ne? Nehmt eure Getränke mit, tschüss, tschüss, schnell weg. Das gibt's hier nicht Und, mehr. und natürlich muss ich dazu noch sagen, das war plötzlich, ne? Der hat uns nicht mal die Zeit gegeben. Sie haben noch 20 Minuten oder eine halbe Stunde, bitte machen Sie langsam. Einfach, der kam auf uns zu, der Chef von die ganzen Kellner. Bitte gehen Sie jetzt weg. Ich dachte, brennt das Haus oder was? Habe ich so gedacht, aber okay. Ne? Ja, okay. Oh, hier wird nicht gesoffen. Ne? Man ist in Urlaub, man möchte ein bisschen was trinken. Ne? Das ist ja ganz normal, oder? Und wir haben gedacht, wir setzen uns noch ein bisschen in die Lobby, aber auch da ist es nicht erlaubt, Genau. sich hinzusetzen. Und ja. Das heißt, wenn es geht um Thema Saufen, so ein bisschen abends Cocktails in der Hand, so ein bisschen, das heißt, man muss schon ein bisschen gut informiert werden, dass man das ein bisschen früher anfängt. Ne? Wir wollten noch gestern raus. Ach so, ja. Hier nachts, es ist wie Tschernobyl. Es ist so wie eine Atombombe. Es ist kein Sau da draußen. Ne? In Spanien ist diese Sperrstunde ab 22 Uhr, man darf gar nicht mal raus. Und das Schlimmste ist, Christiane sagt zu mir, das kann nicht wahr sein. Lass uns diese Hotelgelände. Ja, was durchaus sehr klein ist hier. Genau. Aber wir sind zusammen, weil wir wollen ein bisschen kleine Tour machen, ein bisschen sehen, was dieser Hotel überhaupt was zu bieten hat. Kleinen Pool, kleinen Stage für die Performer und so weiter. Die haben uns zwar an der Rezeption gesagt, nein, wir dürfen auch nicht mal auf die Gelände gehen, aber wir haben trotzdem gemacht. einmal ganz kurz. Ganz kurz, ich habe mich keine Sorgen darüber gemacht, ne, weil ich wollte sehen, wo ich gerade bin. Und dann traurig bin ich zusammen mit Christiane nach oben gegangen. Wir mussten im Zimmer bleiben.
Ich war so, auf diesen Moment war ich so wütend. Nicht auf das Hotel, aber das Hotel ist schön, muss ich sagen. Es ist natürlich nicht vergleichbar, was ich bis jetzt, Christian oder ich, erlebt haben. Ne? Ägypten, Türkei, Griechenland. Hier ist alles eng. Das heißt, jeder kämpft um diesen Platz und Mallorca ist ein teurer Ort. Das heißt, es ist alles sowieso hier teurer und kleiner, und, aber natürlich auf höchstem Niveau. Auf jeden Fall. Ist natürlich, das Hotel ist schön, ne? Da drin, ne? Aber es bietet uns kein Programm. Ne? Ne? Es gibt kein Programm. So, weiter, was wir erzählen wollen. Wir haben noch erfahren, wir dürfen hier bis 17 Uhr, Also gestern war die Bar um 20 Uhr wurde geschlossen und diesmal 22 Uhr und diesmal um 17 Uhr. Das heißt, letzte Getränke kurz vor 17 Uhr und dann war es das. Es gibt kein öffentliches Leben hier. Das heißt, da draußen, wenn wir was wollen, wir müssen ein bisschen einkaufen. Wenn wir uns den Jeep oder Quad, keine Ahnung was, mieten, da müssen wir immer was Extras dabei haben. Wir haben uns entschlossen, dass wir haben festgestellt, diese Insel ist gigantisch. Das heißt, für uns macht keinen Sinn, einfach zurückzukommen wegen das Essen und hier und so weiter. Das heißt, wir werden den Tag richtig voll ausnutzen. Genau. Und auch wenn sein muss, da kaufen wir was zu essen, was Schnelles, und das ist uns egal. Ne? Genau. So wie heute, wir haben gut gefrühstückt, ne? Genau. 2, 3 Gänge, und das hält lange vor. Sowieso, ganz ehrlich gesagt, das habe ich schon vorher gesagt, wir haben ordentlich hier bezahlt für für diesen Urlaub hier zu sein mit dieser Corona-Maßnahme. Was wir jetzt vorhaben, und dann wollen wir die ersten Schritte nach draußen sozusagen ein bisschen erkundigen, wo wir sind, wegen Vermietung, was das kostet. Wir machen ein bisschen auf dem Weg, sehen wir, was los ist. Zweitens, ich habe noch mein Shisha-Kohle vergessen. Gestern wollten ich habe alles aus Deutschland mitgenommen, tolle Shisha und so weiter, aber leider bei zweitem Umpacken zu Hause habe ich die Kohle tatsächlich vergessen. Das heißt, ich konnte gestern nicht mehr rauchen, aber das kriegen wir heute hin. Ich weiß, dass Christiane hilft mir damit. Wir werden einen Tabakladen finden und besorgen wir uns Kohle, dass wir heute Abend mindestens nach 22 Uhr, wenn wir nichts dürfen, ein paar Drinks am Balkon, holen wir uns genug Drinks von unten, vielleicht 20 Gläser hier, Shisha, und dann wird das auch angenehmer und so weiter. Gut, dann machen wir uns jetzt fertig. Wir freuen uns auf die neue Welt zu erkunden. Ich war noch nie in Mallorca, du warst schon damals vor 25 Jahren, das heißt, das ist auch für dich total neu. Ja. Das heißt, wir werden das Beste machen, was wir machen können. Es ist natürlich ein bisschen traurig wegen dieser Begrenzung, aber wir haben trotzdem eine große Freude, dass wir hier sind, einfach dieses Land zu richten, da zu sein und einfach uns entspannen. Genau. Ja. Dann wir sehen uns gleich da draußen. Bis dann. Ciao.